Hallo Rabbits, Trixie hier und ja, das hier wird ein deutsches Video. Ich habe natürlich englische Untertitel hinzugefügt, damit niemand ausgeschlossen wird, aber ich werde komplett Deutsch sprechen. Boah, das hat ja Jahre gedauert, bis du endlich mal wieder ein Video auf Deutsch machst. Ja, ich weiß. Und das liegt daran, dass ich ein bisschen Angst davor hatte, weil ich, glaube ich, zwei sehr unterschiedliche Erwartungshaltungen in meiner Zielgruppe habe. Die einen wollen quasi mit mir Deutsch lernen und die anderen wollen, dass ich die Videos, die ich gerade auf Englisch mache, einfach auf Deutsch mache. Und beiden diesen Parteien es recht zu machen, ist, glaube ich, so ziemlich unmöglich. Deswegen habe ich lange überlegt, was für ein Format ich auf Deutsch anbieten könnte und ich habe mich entschieden, keins der Formate zu benutzen, die ich bisher bediene, sondern ein komplett neues zu machen und zwar so ein bisschen Sachen aus meinem Alltag, Dinge über mich und deswegen ist dieses Video auch ein Fakten über mich Video und zwar werde ich 10 Fakten über mich verraten, die ihr wahrscheinlich noch nicht wusstet. Und je nachdem, wie dieses Video bei euch ankommt, werde ich dann weitermachen mit deutschen Videos ab und zu. Der Kanal wird hauptsächlich englischsprachig bleiben, aber so ab und zu mal ein deutsches Video reinzuschmeißen, finde ich auch eine ganz coole Idee. Und ihr entscheidet, was ihr sehen wollt. Schreibt mir einfach in die Kommentare, was ihr in den deutschen Videos haben wollt, welche Videos deutsch sein sollen. Und dann werde ich mal gucken, was ich daraus machen kann. Fakten über mich. Das egoistischste YouTube-Format, das es überhaupt gibt. Hätte ich nicht Psychologie studiert, wäre ich wahrscheinlich auch ein guter Einbrecher geworden. Ich habe es nämlich mal geschafft, mit einem Teelöffel eine Tür zu öffnen, bei der die Klinke abgefallen war. Und dann später habe ich mich nochmal aus meiner Wohnung ausgesperrt und bin in den Keller gegangen, habe eine Schere gefunden und eine alte Waschmittelflasche und da so ein quadratisches Stück rausgeschnitten, ein Stück Plastik. Und damit habe ich dann auch so zack, kreditkartenmäßig die Tür wieder aufgekriegt. Ich liebe den Sommer, aber ich hasse es, dass da immer die Mücken rauskommen und Mücken haben mich zum Fressen gern. Nicht nur in dem Sinne, dass sie mich gerne stechen, sondern auch, dass sie mich an den verrücktesten Stellen stechen. Mich hat schon zweimal eine Mücke in die Lippe gestochen, sodass ich aussah wie so eine Schlauchbootlippe und einmal in den kleinen Zeh und einmal ins Augenlid. Das sah sehr sexy aus. Eine meiner größten Ängste ist die Angst vor Seeungeheuern. Immer wenn ich einen Film gucke und dann die Kamera so unter Wasser schwenkt, kriege ich sofort eine Gänsehaut und schmeiß mich so nach hinten weg. Das finden immer alle ganz furchtbar lustig. Und seither hat Eric die Angewohnheit, mir ab und zu per E-Mail mit seltsamen Betreffzeilen Seemonsterbilder zu schicken. Das finde ich immer sehr, sehr freundlich von ihm. Mann, ich finde das einfach so gruselig. Die sind so riesengroß. Wir haben keine Ahnung, was unter uns in den Tiefen der Ozeane liegt. Und wenn ich nur daran denke, da so alleine rumzuschwimmen und dann sehe ich so ein Riesenmonstrum, einfach nur so einen großen schwarzen Fleck auf mich zukommen, das ist doch total schrecklich. Wie kann man davor keine Angst haben? Ich traue mich auch nicht im Meer weit rauszuschwimmen oder sowas, wenn ich dann das Gefühl habe, dass unter mir irgendetwas ist. Das ist einfach alles so monumental groß, viel größer als alles, was wir hier so vom Land kennen. Und ich bin ziemlich gut im Kartfahren und Lasertag. Beim Kartfahren habe ich es allerdings mal etwas übertrieben. Da war ich etwas zu ehrgeizig und bin dann so irgendwo gegen geschmettert oder gegen jemanden geschmettert, dass ich mir eine Rippe gebrochen habe. Ich habe es aber in dem Moment gar nicht gemerkt, sondern bin einfach weitergefahren und trotzdem noch auf einem der ersten Plätze gelandet in so einem Team-Event. Nur so 3 Tage später hatte ich dann plötzlich Höllenschmerzen, bin aber erst zum Arzt gegangen, als die Rippe schon wieder selber verheilt war. Es war ein bisschen chaotisch. Ich weiß nicht, was meine Eltern geritten hat, als sie mich angemeldet haben, aber ich habe mal sehr intensiv Akkordeonunterricht genommen. Ich kann aber inzwischen, glaube ich, kein Akkordeon mehr spielen. Ich finde auch, es sieht ein bisschen komisch aus. Gerade wenn man so ein filigraner Mensch ist und dann dieses riesen Kofferinstrument vor sich rumschleppt. Ich finde, das passt so zu dicken Männern mit weißem Bart und Lederhosen. Die können Akkordeon in der Hand haben, aber stell dich mal mich vor. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Ich habe ein paar sehr, sehr coole Talente. Zum einen kann ich mit meinen Nasenflügeln wackeln und mit meinen Ohren. Dann kann ich natürlich das Spock-Zeichen machen mit beiden Händen. Und ich kann das hier, was alle immer irgendwie so ein bisschen eklig finden. Und das ist ja eigentlich der Klassiker. Manche von euch wissen, dass ich vor diesem YouTube-Channel schon mal einen anderen YouTube-Channel hatte, der mir etwas peinlich ist, weil wie das eben so ist, man fängt ja erst an und muss vieles lernen. Aber vor diesem vorherigen YouTube-Channel hatte ich noch ungefähr 3 andere und einer davon ist besonders peinlich. Da habe ich nämlich selbst komponierte Lieder gesungen, so Comedy-Lieder, wie ich damals dachte, und es dann auch mit selbst gezeichneten Cartoons unterlegt. Ich hoffe sehr, sehr, dass das niemand findet. Denn sowohl die Zeichnung als auch der Gesang.
Aber sagen wir, wenn dieses Video 30.000 Likes bekommt, dann werde ich das wieder rauskramen und nochmal vor der Kamera eins dieser wunderbaren Lieder performen. Als ich ungefähr 12, 13 Jahre alt war, habe ich meine eigene Sprache erfunden. Sie hieß Auglänisch und hatte sogar eine eigene Schrift. Die könnt ihr hier sehen. Und ich konnte sogar Auglänisch sprechen, ganz normal im Alltag. Egi ne lepas, kaso egi frobastoben. Das hieß, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ein bisschen bescheuert, ein bisschen geil. Mit 16 war ich mal 2 Wochen in Spanien und habe da in einem Tierheim mitgearbeitet und was ich da gesehen habe, werde ich, glaube ich, mein Leben lang nicht vergessen. Ich hatte schon immer eine Leidenschaft für Point-and-Click-Adventure und als ich so 16 war, habe ich auch mal mein eigenes programmiert mit so einem sehr einfachen Development-Kit. Und ja, hier seht ihr ein paar Screenshots. Ich finde, das ist eigentlich ganz cool geworden. Die Hintergrundbilder habe ich auch alle selber gezeichnet, die Charaktere selber entworfen und animiert. Das war schon ziemlich cool. Ich bin ein absolutes Wald- und Naturkind und ziemlich gut darin, Frösche und sogar Fische mit der Hand zu fangen. Ich finde die auch überhaupt nicht eklig. Und ja, ich habe auch schon mehr als einen Frosch wirklich geküsst, so. Es ist allerdings nie ein Prinz draus geworden. Oder der Prinz dachte sich so, ne, für die bleibe ich lieber ein Frosch. Immer, wirklich immer, wenn ich ein Video aller 5 Fakten über oder 10 Sachen, die mich nerven, anmache, verzähle ich mich. Das ist dann immer ein Fakt zu wenig oder einer zu viel oder sogar 2 zu viel, wie auch in diesem Video. Das hier war nämlich Fakt Nummer 12. So, das hier war also Trixie komplett auf Deutsch. Was sagt ihr? Wie hat's euch gefallen? War es erfrischend? War es mal was anderes? Lustig? Interessant? Doof? Nicht so gut? Lasst mich einfach wissen, was ihr denkt in den Kommentaren hier unten. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auch ein Däumchen da. Erinnert euch dran, 30.000 Likes, dann performe ich eins dieser sehr peinlichen Lieder. Außerdem solltet ihr mich noch ein bisschen mehr supporten wollen, dann könnt ihr auch auf meiner Patreon-Page vorbeigucken. Da gibt es nämlich auch coole Belohnungen, wie zum Beispiel Autogramme oder Lernstunden mit Trixie. Also schaut doch einfach mal vorbei. Auch auf Deutsch wünsche ich euch natürlich einen wunderschönen Tag. Ihr könnt euch meine anderen Videos angucken, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten. Tschüss!